In einer Zeit, in der Videospiele ihren Weg aus den Spielhallen in die Wohnzimmer fanden, betrat auch Sega den Heimkonsolenmarkt. Das Master System war Segas Antwort auf das Nintendo Entertainment System. Die technisch überlegene Konsole verkaufte sich in Japan und Nordamerika jedoch schlecht. Trotzdem darf man Segas 8-Bit-Konsole nicht als Fehlschlag betrachten, weil das Master System vor allem in Europa und Brasilien ein großer Erfolg war. In dieser Dokumentation blicke ich auf die Geschichte einer unterschätzten Konsole, die in vielen Regionen bis heute Kultstatus genießt. Ich wünsche euch viel Spaß beim Anschauen. Service Games, besser bekannt als Sega, hatte ab den 60er Jahren elektromechanische Arcade-Spielautomaten produziert und 1973 mit Pong-Tron sein erstes Videospiel veröffentlicht. Ende der 70er Jahre profitierte Sega stark vom Boom der Arcade-Videospiele und stieg zu einem der größten Produzenten von Automatenspielen auf. Als das Arcade-Geschäft Anfang der 1980er Jahre jedoch seinen Zenit erreicht hatte und sich langsam zurückentwickelte, entschied Segas Präsident Hayao Nakayama, dass das Unternehmen seine Hardware-Expertise nutzen sollte, um in den japanischen Heimkonsolenmarkt einzusteigen, welcher damals noch in den Kinderschuhen steckte. Um die Kosten niedrig zu halten, wurde auf Standardkomponenten gesetzt und Sega entwickelte unter der Leitung von Hideki Sato den Heimcomputer SC3000. Die Abkürzung SC steht übrigens für Sega Computer. Als Hauptprozessor kommt eine 8-Bit Zilog Z80A CPU zum Einsatz, die von einem Grafikchip von Texas Instruments unterstützt wird. Als Sega dann von Nintendos Plänen erfuhr, eine reine Spielkonsole auf den Markt zu bringen, begannen sie parallel mit der Entwicklung einer Konsolenvariante. Die Spielkonsole hieß SG1000 und setzt auf dieselben Hardware-Komponenten wie der SC3000. Lediglich die CPU wurde von 4 MHz auf 3,58 MHz gedrosselt und der Arbeitsspeicher halbiert. Statt 2 KB stand der CPU nur noch 1 KB RAM zur Verfügung. Die Bezeichnung SG ist eine Abkürzung für Sega Game. Das SG1000 und das SC3000 wurden am 15. Juli 1983, also am selben Tag wie der Family Computer von Nintendo, für 15.000 Yen in Japan veröffentlicht und legten einen erfolgreichen Marktstart hin. 1983 verkaufte sich das SG1000 160.000 Mal und übertraf damit den von Sega prognostizierten Absatz von 50.000 Konsolen bei weitem. Der Family Computer ging in den ersten 2 Monaten ungefähr 500.000 Mal über die Ladentheke, jedoch brachen die Verkaufszahlen aufgrund eines Hardwarefehlers ein und Nintendo musste alle Famicom-Systeme zurückrufen und die Produktion vorübergehend aussetzen. Wahrscheinlich hatte Sega davon profitiert, denn bis auf die größere Softwarebibliothek war das SG1000 von Anfang an kein ebenbürtiger Konkurrent für den Family Computer. Zwar hatte Segas Konsole mit 6 Titeln zum Start bereits doppelt so viele Spiele wie der Family Computer, jedoch erreichte keines davon den Bekanntheitsgrad oder die grafische Qualität der 3 Famicom Launch-Spiele Donkey Kong Jr. und Popeye. Außerdem war Nintendos 8-Bit-Konsole nicht nur 200 Yen günstiger, sondern technisch wesentlich ausgereifter. Während Nintendo seinen beliebten Automatenklassiker Donkey Kong nahezu 1:1 auf den Family Computer portiert hatte, musste Sega bei seinen Arcade-Portierungen deutlich sichtbare Kompromisse eingehen. Das von Donkey Kong inspirierte Arcade-Spiel Kongo Bongo mit seiner isometrischen Perspektive und den wirklich hübsch gezeichneten Grafiken wurde für den SG1000-Port so weit heruntergebrochen, dass das Spiel am Ende praktisch nur noch den Namen mit dem Arcade-Original gemein hatte. Mit 16 Spielen hatte das SG1000 bis Ende 1983 eine fast doppelt so große Softwarebibliothek wie das Famicom, für das lediglich 9 Spiele erschienen waren. Ab dem Jahr 1984 sollte sich das jedoch ändern, denn Nintendo hatte erfolgreich Drittentwickler angeworben, die von nun an ihre Spiele exklusiv auf dem Family Computer veröffentlichten und für eine schnell wachsende Spielebibliothek sorgten. Sega war hingegen weniger daran interessiert, auf dem Heimkonsolenmarkt mit denselben Unternehmen zusammenzuarbeiten, mit denen es in den Spielhallen konkurrierte.
Außerdem wurden durch Nintendos strenge Lizenzrichtlinien viele Spiele ausschließlich auf dem Famicom veröffentlicht. Im Juli 1984 brachte Sega in Japan die SG-1002 bzw. Sega Mark II Konsole raus. Im Grunde ist das SG-1002 nur eine kosmetische Überarbeitung des ursprünglichen SG-1000, bei dem der erste Controller nicht mehr fest mit der Konsole verdrahtet ist. Das neue Design ist wohl auch auf Hideki Sato zurückzuführen, der sich als Schöpfer des SG-1000 an der Optik der Konsole störte, weil sie ihn an einen Grabstein erinnerte, sobald ein schwarzes Spielmodul eingesteckt war. Grundsätzlich muss ich ihm da recht geben, aber in meinen Augen hat das SG-1000 insgesamt ein schönes Design. Der neue Look konnte das Ruder aber nicht mehr herumreißen. Das SG-1000 und SG-1002 verkauften sich zwar weiterhin über den ursprünglichen Erwartungen und waren für Sega profitabel, doch Nintendo mit seinem technisch überlegenen Famicom konnte seinen Vorsprung immer weiter ausbauen. Das SG-1000 hatte einfach nicht genügend Leistung für die Art von Spielen, die Sega machen wollte. In der Hoffnung, besser mit Nintendo konkurrieren zu können, überarbeitete Sega die SG-1000 Hardware noch einmal und veröffentlichte die Konsole im Oktober 1985 als Sega Mark III für einen Preis von 15.000 Yen auf dem japanischen Markt. Bei der dritten Iteration der SG-1000 hatte Sega die Optik der Konsole leicht angepasst und den Controller stark überarbeitet. Mit seinem Steuerkreuz und den beiden Eingabetasten orientierte er sich nun am Gamepad des Family Computer, dessen präzise Eingabemethode bereits 2 Jahre zuvor zum Industriestandard geworden war. Der kleine Joystick-Knüppel, den man beim oberen Controller sieht, war übrigens abnehmbar. Bei der Platzierung der Pause-Taste muss man sich auch über 40 Jahre später fragen, was Sega da geritten hat, den Button wieder an der Konsole und nicht am Controller anzubringen. Im Mark III arbeitete weiterhin die Zilog Z80 CPU mit 3,58 MHz, der statt 1 KB nun 8 KB RAM zur Verfügung standen. Der Grafikchip von Texas Instruments wurde jedoch komplett neu gestaltet und basiert auf Segas System 2 Arcade-Board. Der 4-Kanal-Soundchip kommt weiterhin von Texas Instruments und ist in den Grafikchip integriert. Im Vergleich zum Family Computer bzw. NES verfügt das Mark III über 4-mal so viel Systemspeicher und 8-mal so viel Videospeicher. Damit hatte Sega nicht nur hardwaretechnisch aufgeholt, sondern seinen Konkurrenten sogar überholt. Zusätzlich zum normalen Cartridge bzw. Modulschacht verfügt das Mark III noch über einen Kartenslot für die sogenannten Sega Cards. Die kompakten Speicherkarten waren zuvor unter dem Namen MyCard auf dem japanischen Markt veröffentlicht worden und konnten über den Cardcatcher-Adapter im SG-1000 bzw. SC-3000 eingesteckt werden. Der eben erwähnte Grabstein-Look des SG-1000 inspirierte Hideki Sato dazu, die kleinen handlichen Module zu schaffen. Die Karten sollten eine billigere Vertriebsmöglichkeit als konventionelle Spielmodule sein, weil sie weniger Material benötigten und die Verpackung kleiner war. Die Karten waren zwar billiger als normale Cartridges, hatten dafür aber wesentlich geringere Speicherkapazitäten als die Spielmodule der damaligen Zeit. Während die Karten 4 bis 32 KB ROM-Speicher hatten, boten Cartridges 16 bis 512 KB ROM. Zum Start der Sega Mark III waren Portierungen von Segas Arcade-Spielen Teddy Boy und Hang-On verfügbar. Jedoch nicht als normale Module, sondern im Sega Card-Format. Am Ende veröffentlichte Sega nur wenige Spiele im Sega Card-Format, weil der Speicherbedarf vieler Titel mit der Zeit größer wurde und die Japaner deshalb wieder auf herkömmliche Spielmodule zurückgingen. Die letzte Sega Card-Veröffentlichung war Woody Pop, das am 13. März 1987 in Japan released wurde. In Europa wurden alle Sega Card-Spiele als Spielmodule veröffentlicht. Obwohl die Hardware leistungsfähiger als die des Famicom war, hatte das Mark III bei der Markteinführung keinen großen Erfolg. Probleme ergaben sich noch immer aus Nintendos rigorosen Lizenzierungspraktiken mit Drittentwicklern, wodurch Spiele für das Famicom nicht zeitgleich auf anderen Konsolen veröffentlicht werden durften. Sega entwickelte deshalb seine eigenen Spiele und erwarb die Rechte an der Portierung von Spielen anderer Entwickler, aber sie verkauften sich nicht gut. Darüber hinaus hatte Sega nicht ausreichend Mitarbeiter, um Spiele für seine Konsole zu entwickeln und bis dahin nur Erfahrung mit Arcade-Titeln.
Diese waren größtenteils jedoch auf ein kurzes Spielerlebnis ausgelegt und für den Heimkonsolenmarkt weniger geeignet. 1985 hielt Nintendo schätzungsweise 90% des japanischen Marktes und es hatte sich ein regelrechter Famicom-Kult entwickelt. Sega musste sich Nintendo auf dem heimischen Markt geschlagen geben, hoffte aber, dass sich ihre Konsole in Nordamerika besser verkaufen würde. Die Japaner hatten das SG-1000 zuvor lediglich in Japan und Australien sowie Neuseeland veröffentlicht und vergleichsweise wenig Erfahrung mit der westlichen Kultur. Der nordamerikanische Markt war riesig und Nintendo hatte sein Nintendo Entertainment System bereits Ende 1985 erfolgreich in den USA eingeführt. Durch den Videospiel-Crash galt der Markt für Spielkonsolen in Nordamerika lange Zeit als gesättigt und schien nun wieder profitabel zu werden. Deshalb wurde 1986 Sega of America gegründet, um das Mark III im Westen zu veröffentlichen. Für den Release in Nordamerika hatte Nintendo sein Famicom in Nintendo Entertainment System umbenannt und das Design stark angepasst, um den westlichen Geschmack zu treffen. Sega of America entschied es Nintendo gleich zu tun und überarbeitete nicht nur das Design seiner Konsole, sondern nannte die gesamte Plattform in Sega Video Game System bzw. Sega System um. Die reine Konsole wurde fortan als Master System oder Powerbase bezeichnet. Der Name wurde übrigens von Mitarbeitern von Sega of America gewählt, die Dartpfeile gegen ein Whiteboard mit Namensvorschlägen geworfen hatten. Der Sega-Vorsitzende Isao Okawa musste jedoch erst vom neuen Namen überzeugt werden. Als man ihm erklärte, dass immer nur ein Wettkämpfer der Meister sein kann und es sich beim Begriff Master um eine Anspielung auf den Wettbewerbscharakter sowohl in der Welt der Kampfkünste als auch in der Videospielindustrie handelt, gab er schließlich sein Okay. Wie zuvor Nintendo beim NES verpasste Sega dem Master-System ein futuristisches Erscheinungsbild, um dem westlichen Zeitgeist zu entsprechen. Obendrein wurde die nordamerikanische Verpackung mit einem weißen Gitterdesign gestaltet, um sie von der schwarzen NES-Verpackung zu unterscheiden. Das Sega System wurde erstmals im Juni 1986 auf der Summer Consumer Electronics Show vorgestellt und dort mit einem Design and Engineering Award ausgezeichnet. Auf der Messe wurde sogar das Sega Master System Floppy Disk Drive gezeigt, das Sega jedoch nie veröffentlicht hat. Das Sega System wurde schließlich im September 1986 auf den Markt gebracht. Anfangs waren 2 Bundles der Konsole erhältlich. Das günstigere Sega Base System kostete rund $139 und bestand aus der Powerbase-Einheit sowie 2 Joypads und einer Multicartridge mit den Spielen Hang-On und Astro Warrior. Für $149 erhielt man das Sega Master System Bundle, das eine Multicartridge mit den Spielen Hang-On sowie Safari Hunt und zusätzlich noch den Light Phaser enthielt. Das umfangreichere Bundle erwies sich mit der Zeit als beliebter. Das Sega Master System wurde auch schnell zum Synonym für die Konsole und ersetzte den Begriff Sega Video Game System mit der Zeit vollständig. Ansonsten war noch das Spiel Snail Maze auf der Konsole vorinstalliert, das aber nur über eine Tastenkombination gestartet werden konnte. Schaltet man die Konsole ohne eingelegtes Spielmodul ein und drückt, sobald das Sega-Logo erscheint, auf dem Steuerkreuz nach oben sowie die Tasten 1 und 2 gleichzeitig, startet nach wenigen Sekunden das Spiel Snail Maze, bei dem man eine Schnecke durch ein Labyrinth steuert. Bis Ende 1986 wurden mindestens 125.000 Master System-Konsolen in Nordamerika verkauft. Das waren zwar mehr als die 100.000 verkauften Einheiten des Atari 7800, das wenige Monate zuvor erschienen war, aber nur ein Bruchteil der Verkaufszahlen des Nintendo Entertainment Systems, das bis dahin gut 1,1 Millionen Mal über die Ladentheke gegangen war. Nintendo hatte ungefähr ein Jahr Vorsprung und dominierte bereits den amerikanischen Markt. Dadurch waren die meisten großen Third-Party-Publisher an das Unternehmen gebunden und aufgrund der damit verbundenen Plattformexklusivität verfügte das Master System auch in Nordamerika über eine begrenzte Spielebibliothek. Die Marketingabteilung von Sega bestand zudem aus lediglich 2 Mitarbeitern, wohingegen Nintendo wesentlich mehr Geld und Aufwand in seine Werbestrategie für das Nintendo Entertainment System steckte. Nachdem die Verkaufszahlen auch im Jahr 1987 nicht zufriedenstellend waren, entschied Hayao Nakayama, weniger Geld in die Vermarktung des Master Systems zu investieren.
und auf den vom NES dominierten Märkten keinen großen Aufwand mehr zu betreiben. Im August 1987 wurden die US-Vertriebsrechte am Master System für 2 Jahre an den amerikanischen Spielzeughersteller Tonka verkauft. Sega wollte Tonkas Wissen über den amerikanischen Spielzeugmarkt nutzen, weil Nintendo das NES in der Region bereits erfolgreich als Spielzeug vermarktet hatte. Tonka hatten bis dahin jedoch nur Spielzeugautos verkauft und keine Erfahrung mit Spielkonsolen oder Videospielen. Außerdem hatte das Unternehmen zuvor schon hohe Kredite aufgenommen, um einen anderen Spielwarenhersteller zu schlucken. Deshalb blockierte Tonka nicht nur die Lokalisierung mehrerer beliebter japanischer Spiele, sondern wollte in Zeiten der Chipknappheit auch keine teuren Speicherchips kaufen, die für die Herstellung der Spielmodule jedoch notwendig waren. Der Vertrieb in Nordamerika wurde nach der Übernahme von Tonka zunehmend chaotischer und Sega konzentrierte sich deshalb auf Märkte, die Nintendo mit dem NES noch nicht erschlossen hatte. Im August 1987 wurde das Master System in unterschiedlichen Ländern in Europa eingeführt. Bei der Vermarktung wurde sich auf Portierungen von Segas Arcade-Spielen konzentriert und die Konsole als überlegene Videospielalternative zum Commodore 64 und dem ZX Spectrum dargestellt. Nintendo hatte sein Entertainment-System zwar nahezu zeitgleich, aber eher schlampig auf den Markt gebracht, womit die Konsole vergleichsweise schwer zu bekommen war. Und im Gegensatz zum Master System mit seinen 24 Launch-Titeln nur eine kleine Spielebibliothek hatte. Die Verkaufszahlen des Master Systems waren bei der Markteinführung gut und die Spiele günstiger als beim großen Konkurrenten. Sega schaffte es dadurch, europäische Entwickler für das Master System zu gewinnen und erreichte eine breite Third-Party-Unterstützung, wodurch viele Spiele exklusiv in Europa erhältlich waren. Nintendo war dadurch auf einmal gezwungen, Lizenzen für beliebte Master System-Spiele zu erwerben. In den späten 1980er Jahren verkaufte sich das Master System in Großbritannien besser als das NES und war 1990 die meistverkaufte Konsole in Europa. Das führte dazu, dass immer mehr europäische Entwickler wie beispielsweise Grand Slam, Mirrorsoft, Titus und US Gold Spiele für das Master System entwickelten. In Japan und Amerika wurden weiterhin nur wenige Drittanbieterspiele produziert. Anfang der 1990er Jahre entwickelte sich das Master System zur beliebtesten Spielkonsole in Europa und übertraf damit sowohl das NES als auch die Heimcomputer. Bis 1994 war das Master System in Europa die Konsole mit der größten Installationsbasis und verkaufte sich in den wichtigen Märkten besser als das NES. Das war teilweise auf Nintendos schlechte Marketingentscheidungen und Verzögerung von ihren europäischen Vertriebspartnern zurückzuführen. Ein weiterer Markt, auf dem das Master System große Erfolge feierte, war Brasilien. Die Konsole wurde dort von Tectoy vertrieben und im September 1989 veröffentlicht. Außerdem wurden mehrere Spiele ins Portugiesische übersetzt oder ganz an das brasilianische Publikum angepasst. Zum Beispiel wurde beim Spiel Wonder Boy in Monsterland der Hauptcharakter durch die Figur Monica ersetzt, welche die Hauptdarstellerin eines beliebten brasilianischen Kinderbuches von Maurício de Souza ist. Auch der Nachfolger Wonder Boy 3 The Dragon's Trap wurde für den brasilianischen Markt angepasst. Hier wurde aber nicht nur die Hauptfigur getauscht, sondern jede seiner Verwandlungen durch Charaktere der beliebten Zeichentrickserie ersetzt. Das Spiel wurde 1993 unter dem Titel Turma da Mônica M.O. Resgate veröffentlicht. Und wenn ihr jetzt mehr über die komplizierte Geschichte der Wonder Boy-Reihe erfahren wollt, kann ich euch mein Video dazu empfehlen. Später wurden in Brasilien auch Game Gear-Spiele auf das Master System portiert. Außerdem erschienen mehrere eigene brasilianische Titel. Tectoy portierte 1997 sogar Street Fighter II auf das Master System. Und damit dürfte auch klar sein, was für einen Stellenwert die Konsole in Brasilien hatte. Insgesamt wurden dort 8 Millionen Master System-Konsolen verkauft, womit es die meistverkaufte Konsole des Landes ist. Nintendo betrat erst 1993 offiziell den brasilianischen Markt und konnte dort praktisch keine Akzente mehr setzen, weil Tectoy zu dem Zeitpunkt bereits 80% des Videospielmarktes beanspruchte.
Das Sega Master System wurde in Brasilien bis weit über das Jahr 1996 hinaus produziert. 2008 veröffentlichte Tectoy sogar das Master System 3 mit einem radikal veränderten Design und 131 vorinstallierten Spielen. Ende 1987 unternahm Sega nochmal einen Versuch, um in Japan Fuß zu fassen und veröffentlichte das Sega Master System auf dem heimischen Markt. Das japanische Master System hatte zusätzlich einen fortschrittlichen Synthesizer-Soundchip von Yamaha integriert, der in westlichen Master System-Konsolen nicht verbaut war und bei einigen Spielen die Musik um 9 weitere Kanäle aufwertet. Zuvor war der Yamaha-Chip als externes Zubehörteil der sogenannten FM Sound Unit für das Mark III verkauft worden. Das erste Spiel mit FM-Sound-Unterstützung war Outrun. Insgesamt gibt es über 40 kompatible Spiele. Sega stellte die Unterstützung im Jahr 1989 schließlich ein. In Japan schnitt das Master System zwar etwas besser ab als das Sega Mark III, sah sich aber starker Konkurrenz durch neuere Systeme ausgesetzt, insbesondere durch die PC-Engine von NEC. 1990 veröffentlichte Sega außerhalb Japans das Master System 2. Das preiswerte Nachfolgemodell wurde stark überarbeitet und weist optisch praktisch keine Ähnlichkeiten zum Vorgänger auf. Um die Kosten zu minimieren, ist die Konsole wesentlich kleiner und im Vergleich zum ersten Master System fehlen zahlreiche Funktionen. Beispielsweise wurden die Powerleuchte, die Reset-Taste sowie der kaum genutzte Kartenslot und der Erweiterungsport eingespart, wodurch manche Peripheriegeräte jedoch nicht mehr mit dem Master System 2 kompatibel sind. Alle Konsolen hatten zudem entweder Alex Kidd in Miracle World oder Hang-On und ab 1991 Sonic the Hedgehog vorinstalliert. Das Spiel Snail Maze befand sich aufgrund von Speicherbeschränkungen nicht mehr auf dem Master System 2. In Brasilien wurde das Master System 1991 einfach in Master System 2 umbenannt und das ursprüngliche Design beibehalten. Erst 1992 wurde dort das Tectoy Master System 3 kompakt mit dem Design des Master System 2 veröffentlicht. Wie bereits erwähnt, hatte Sega anfangs seine eigenen Arcade-Spiele auf das SG-1000 portiert und lange Zeit Probleme, neue Spiele für ihre Heimkonsole zu entwickeln. Erst mit dem Release des Mark III bzw. Master Systems kamen einige sehr gute Titel in die Bibliothek der Konsole. Die meisten Spiele wurden übrigens exklusiv in Europa veröffentlicht. Auf einige der beliebtesten Titel möchte ich nun eingehen. Mit Alex Kidd in Miracle World veröffentlichte Sega 1986 quasi einen direkten Konkurrenten zu Super Mario. Der Charakter Alex Kidd war sehr beliebt und einige Zeit sogar das inoffizielle Maskottchen der Japaner, bis er Anfang der 90er Jahre durch Sonic abgelöst wurde. Alex Kidd in Miracle World hat mehrere Nachfolger erhalten, zu denen ich bereits ein eigenes Video gemacht habe. Schaut da gerne mal rein, wenn ihr mehr erfahren wollt. Der horizontal scrollende Shooter Fantasy Zone wurde zuerst in den japanischen Arcades und anschließend auf dem Master System veröffentlicht. Die Spieler steuern ein Raumschiff namens Opa Opa, das wegen dessen Beliebtheit manchmal auch als Segas erstes Maskottchen betrachtet wird und sogar in späteren Alex Kidd Spielen vorkommt. Das quietschbunte Spiel war sehr populär und erhielt über die Jahre weitere Nachfolger. Die Wonder Boy-Reihe feierte 1986 auf dem SG-1000 mit einem geradezu grauenhaften Port ihren Einstand. Eine saubere Portierung des Arcade-Originals erschien dann im Jahr darauf für das Master System. Besonders die Nachfolger Wonder Boy in Monsterland und Wonder Boy 3 The Dragon's Trap gehören zu den beliebtesten Spielen für Segas 8-Bit-Konsole. Shinobi ist ein seitlich scrollendes Hack-and-Slay-Spiel, das Sega 1987 in den Arcades und 1988 weltweit auf dem Master System veröffentlicht hat. Das Spiel war außerordentlich beliebt und zählt zu den besten Martial-Arts-Spielen der 80er Jahre. Über die Jahre wurden diverse Shinobi-Spiele für verschiedene Konsolen veröffentlicht und die Reihe wird sogar bis heute fortgesetzt. Der nächste Teil mit dem Titel Shinobi Art of Vengeance steht bereits in den Startlöchern und soll Ende August 2025 für aktuelle Konsolen erscheinen. Ninja Gaiden ist ebenfalls ein Hack-and-Slay-Spiel, das 1992 exklusiv in Europa erschienen ist und zu einem der besten Actionspiele für das Master System zählt.
Auch hier ist aktuell mit Ninja Gaiden 4 ein neuer Teil in Arbeit, der Ende 2025 auf aktuellen Plattformen erscheinen soll. Phantasy Star ist ein Rollenspiel, das Sega exklusiv für das Master System entwickelte und in Japan 2 Tage nach dem Release vom Famicom-exklusiven Final Fantasy veröffentlichte. Das Spiel verfolgte neue Ansätze und unterschied sich dadurch von anderen RPGs. Grafisches Highlight waren damals die 3D-Dungeons, was auf einer 8-Bit-Konsole fast schon einem technischen Wunderwerk gleichkam. Das Spiel gehört aufgrund seines 4-Megabit-Moduls und dem batteriegestützten Speicher zu den teuersten Master System-Titeln. Phantasy Star war darüber hinaus nicht nur eines der frühesten Videospiele mit einer weiblichen Protagonistin, sondern führte viele Elemente ein, die später zu festen Bestandteilen des RPG-Genres wurden. Das Spiel erhielt von der Fachpresse herausragende Bewertungen und gilt als wegweisendes RPG, das über die Jahre mehrere Fortsetzungen erhalten hat. Sega portierte Phantasy Star 1994 nahezu 1:1 auf den Mega Drive, veröffentlichte das Spiel jedoch nur in Japan. Sonic the Hedgehog ist im November 1991 in Europa und Nordamerika erschienen und ist zugleich das letzte Master System-Spiel, das Sega in Nordamerika veröffentlicht hat. Der Charakter Sonic war außerordentlich beliebt und wurde schnell das neue Maskottchen von Sega. Für das Master System wurde im November 1992 noch Sonic the Hedgehog 2 veröffentlicht. Beide Spiele wurden sehr gut bewertet und gehören zu den beliebtesten Titeln für Segas 8-Bit-Konsole. Während der Lebensdauer des Master Systems wurden offiziell etwa 360 Spiele veröffentlicht. 1989 und 1991 wurde die Konsole in Japan bzw. Nordamerika eingestellt, aber in Europa und Brasilien wurde sie weiterhin unterstützt. Sega portierte für den europäischen Markt sogar einige Mega Drive-Spiele auf das Master System. Dazu gehören beispielsweise Mortal Kombat, Echo the Dolphin, Streets of Rage 1 und 2, Aladdin oder The Lion King. 1996 wurde mit Die Schlümpfe reisen um die Welt das letzte Sega Master System Spiel in Europa veröffentlicht. Brasilien erhielt noch eine große Menge exklusiver Master System Spiele, die wie eben bereits erwähnt oft vom Game Gear portiert wurden. Das 1998 erschienene Legend of Illusion Starring Mickey Mouse ist beispielsweise einer dieser Ports vom Game Gear und zugleich das letzte in Brasilien veröffentlichte Master System Spiel. Zu erwähnen ist hier noch, dass die Master System Spiele außerhalb Japans in einer hochwertigen und stabilen Plastikverpackung verkauft wurden und nicht wie beim NES in einer empfindlichen Papierhülle. Ich denke, dass besonders Sammler das heute sehr zu schätzen wissen. Für das Master System wurde auch diverses Zubehör veröffentlicht, das teilweise vom SG-1000 bis hin zum Mega Drive kompatibel ist. Die meisten Zubehörartikel sind aber Joysticks oder Gamepads von Drittherstellern. Jedoch gibt es ein paar interessante Peripheriegeräte, die hauptsächlich von Sega selbst kommen und auf die ich nun näher eingehen werde. Das Sega Graphic Board ist ein Touch-Tablet, mit dessen Malsoftware man zeichnen kann. Das Gerät wurde 1985 ausschließlich in Japan veröffentlicht und ist mit dem SG-1000 sowie dem Mark III kompatibel. Das Graphic Board ist zudem das erste Peripheriegerät, das eine Touch-Steuerung für eine Videospielkonsole ermöglicht. Es wurde sogar über ein Release im Westen nachgedacht und dafür das Design des Tablets an die Optik des Master Systems angepasst. Jedoch wurden die Pläne wieder verworfen. Die Technik war zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich noch nicht ausgereift genug. Erst zur 16-Bit-Ära griffen Spiele wie Art Alive oder Mario Paint das Konzept eines kreativen Malspiels wieder auf. Der Handle Controller ist ein Controller mit einem Lenkrad und einem Schalthebel, der speziell für Rennspiele wie beispielsweise Monaco GP oder Safari Race entwickelt wurde. Beim Bike Handle Controller wurde die Basis des Handle Controller einfach wiederverwendet und das Lenkrad gegen einen Lenker getauscht. Das rote Design erinnert stark an den originalen Super Hang-On Arcade-Automaten. Der Controller wurde 1985 für das Motorradrennspiel Hang-On veröffentlicht, kann aber auch für andere Rennspiele verwendet werden. Das Spiel Zippy Race unterstützt den Controller ebenfalls.
Das Sega Sportspad ist ein analoger Controller für Sportspiele, der 1986 in Nordamerika und 1988 in Japan veröffentlicht wurde. Der Regler tauscht das Standard Master System D-Pad mit einem Trackball für 360-Grad-Bewegungen. Die Spieler bewegen sich schneller oder langsamer, je nachdem, wie stark der Trackball gerollt wird. Am Ende war das Sportspad nicht besonders beliebt und auch nur mit 3 Spielen kompatibel. Der Controller kann aber auch bei anderen Master System-Spielen verwendet werden, wenn die Steuerung per Schalter von analog auf digital umgestellt wird. Die japanische Variante hat diesen Schalter übrigens nicht und war deshalb für gerade mal 2 Spiele geeignet. Der Light Phaser wurde von mir eben bereits kurz erwähnt. Der Pistolen-Controller erschien 1986 in den USA und war mit dem Master System gebundelt und ist mit insgesamt 13 Spielen kompatibel. Wie der Nintendo Zapper wirkte der Light Phaser realistisch genug, um ihn mit einer echten Waffe zu verwechseln. Deshalb trat in den USA im November 1988 ein Bundesgesetz in Kraft, das Hersteller von Spielzeugwaffen dazu verpflichtete, ihre Waffen mit einer orangefarbenen Spitze zu versehen, damit sie von echten Waffen unterschieden werden konnten. Alle für den US-Markt bestimmten und nach diesem Datum produzierten Lightguns haben deshalb eine orangefarbene Spitze. Der Pedal Controller wurde für den Sega Mark III produziert und ist exklusiv in Japan erschienen. Im Gegensatz zum Master System Gamepad sind die Tasten 1 und 2 neu angeordnet, wodurch eine Taste in die Mitte rutscht und die andere wie eine Schultertaste an der Seite des Controllers angebracht ist. Statt einem Steuerkreuz wird eine Art Steuerrad verwendet. Insgesamt unterstützen nur wenige Spiele den ungewöhnlichen Controller. Für manche Spiele war der Pedal Controller jedoch erforderlich und für andere ein rein optionales Zubehör. Der Control Stick wurde 1987 veröffentlicht und ist merkwürdigerweise für die Steuerung mit der rechten Hand konzipiert, statt wie üblich für die linke Hand. Der Controller funktioniert genau wie ein herkömmliches Master System Control Pad, soll dem Benutzer aber eine bessere Kontrolle vermitteln. Für Spiele, die präzise Bewegungen erfordern, ist der große Steuerknüppel jedoch nicht gut geeignet. Die Rapid Fire Unit ist ein Autofeueradapter und wurde zeitgleich mit dem Control Stick veröffentlicht. Das Gerät wird zwischen den Controller und die Konsole gesteckt und ermöglicht eine Schnellfeuerfunktion von 20 Schüssen pro Sekunde. Die Rapid Fire Unit war besonders für Shoot'em-Ups wie beispielsweise Astro Warrior geeignet. Auf der Winter CES hatte Sega Anfang 1987 die 3D-Brille 3D Glasses bzw. Sega Scope demonstriert. Das Gerät wurde von Mark Cerny entwickelt, der mittlerweile als leitender Architekt für PlayStation arbeitet und als Chefdesigner der PlayStation 5 bekannt ist. Mark hatte zuvor im Disneyland Tokyo den 3D-Kurzfilm Captain EO mit Michael Jackson in der Hauptrolle angesehen und setzte sich daraufhin beim Sega-Management dafür ein, eine 3D-Brille für das Master System zu entwickeln. Die Shutter-Brille erschien Ende 1987 und wird über den Sega-Kartsteckplatz mit dem Master System verbunden. Aus diesem Grund ist sie leider inkompatibel zum 1990 erschienenen Master System 2, weil dieser keinen Kartensteckplatz mehr besitzt. Die 3D-Brille ist mit insgesamt 8 Spielen kompatibel, wobei 3 sie zum Spielen erfordern und die anderen über einen optionalen 2D-Modus verfügen. Das zum Start der 3D Glasses erhältliche Spiel Missile Defense 3D erfordert zusätzlich sogar noch den Light Phaser zum Spielen. Nintendo hatte übrigens auf derselben Winter CES 1987 die Knitting Machine präsentiert, bei der es sich tatsächlich um eine Strickmaschine für das NES handelt. Die wurde zwar nie veröffentlicht, aber ich wollte das nicht unerwähnt lassen, weil das Unternehmen fast zeitgleich mit Sega eine 3D-Brille in den japanischen Handel gebracht hatte. Im Gegensatz zur Sega Scope wurde das Family Computer 3D System jedoch nicht außerhalb Japans veröffentlicht. In Japan wurden insgesamt schätzungsweise 2,5 Millionen Mark III und Master System Konsolen verkauft. In Nordamerika wurden zwischen 1,5 und 2 Millionen Einheiten verkauft, womit Sega sich am Ende natürlich hinter Nintendo, aber auch hinter Atari einreihen musste, die 80 bzw. 12% des Marktes kontrollierten.
In Europa wurden 6,25 Millionen Master System-Konsolen abgesetzt und in Brasilien hat Tectoy eigenen Angaben zufolge bis 2016 8 Millionen Einheiten verkauft. Obwohl das Master System in Europa, Australien und besonders in Brasilien ein großer Erfolg war, konnte es auf den Kernmärkten wie Japan und Nordamerika kein nennenswertes Interesse wecken. Beide Märkte wurden von Nintendo dominiert und Sega begann bereits kurz nach der Veröffentlichung des Mark III bzw. Master System mit der Arbeit an einem Nachfolger. Sega brachte seine nächste Konsole, das Mega Drive, am 29. Oktober 1988 in Japan heraus und ließ das Master System mit dem Release des 16-Bit-Nachfolgers in Fernost praktisch fallen. Das letzte in Japan offiziell veröffentlichte Spiel war Bomber Raid, das im Februar 1989 erschienen ist. Anfang 1992 wurde die Produktion des Master Systems in Nordamerika eingestellt. In Europa, wo das Master System bis 1990 die meistverkaufte Konsole war, holte das NES in den frühen 90er Jahren auf und überholte es am Ende knapp. Trotzdem konnte das Master System in mehreren Märkten wie Großbritannien, Belgien oder Spanien seine Führung verteidigen. Bis Mitte der 90er Jahre wurden in Europa sogar noch weitere Spiele veröffentlicht. Sega stellte die Unterstützung für seine 8-Bit-Konsole erst 1996 ein. Aufgrund der kleinen Spielebibliothek und der mangelnden Unterstützung durch Drittanbieter-Software hatte das Master System quasi durchgehend mit Spielenachschub zu kämpfen und war praktisch zum Scheitern verurteilt. Sega hatte jedoch die Möglichkeit, mit Arcade-Umsetzung und eigenen Spielen zu experimentieren und erschuf mit der Figur Alex Kidd sogar eine Art Maskottchen, das wenige Jahre später durch den coolen Charakter Sonic ersetzt wurde. Außerdem lieferte sich das Unternehmen ein regelrechtes Innovationswettrennen mit Nintendo, wovon schließlich die darauffolgende 16-Bit-Generation profitieren sollte. Im Jahr 2009 wurde das Master System von IGN zur 20 besten Konsole aller Zeiten gekürt. Die damaligen Konkurrenten, der Atari 7800 und das Nintendo Entertainment System, landeten auf dem 17. bzw. auf dem ersten Platz. Nach Ansicht von IGN war besonders die kleine und uneinheitliche Spielebibliothek das Hauptproblem der Konsole. Trotzdem hatte das Master System eine sehr treue Fangemeinde, die Sega mit dem Mega Drive sogar weiter ausbauen konnte. Der Nachfolger merzte die meisten Fehler des Master Systems aus und Sega war für den Großteil der 16-Bit-Generation ein ebenbürtiger Konkurrent für Nintendo. Auf Basis der Master System Hardware veröffentlichte Sega 1990 noch den Sega Game Gear und schickte den Handheld als Konkurrenten zum Nintendo Game Boy ins Rennen. Aber das ist ein Thema für ein anderes Video. Ich hoffe, euch hat mein Beitrag zu Segas unterschätzter 8-Bit-Heimkonsole gefallen. Wenn ihr auch in Zukunft ausgewählten Gaming-Content sehen wollt, dürft ihr gerne meinen Kanal abonnieren. Und folgt mir auf Instagram.